bin der Simon, komme aus der Schweiz und bin gelernter Zimmermann. Und ich habe im September letztes Jahr von Olga gehört, durch meine Freundin. Und das hat mich da interessiert und so. Und da wurde ich krank, hatte Hodenkrebs und musste im März das operieren, und da kam aus, dass ich im Körper noch mehr Metastasen habe. Und dann nahm ich Kontakt auf, so Mitte April mit Olga, und dann gaben sie mir ein Webinar von Lichtnahrung und Atmung 1, und das habe ich sofort umgesetzt und das hat mir sehr geholfen. Ja, ich hatte einfach extreme Schmerzen und hatte einfach auch sehr psychische Probleme, mit mir selbst klarzukommen und das zu verstehen, wieso das ist. Und als da Olga kam, da hatte ich so wie was in der Hand. Sie konnte mich erklären, die Situationen, und das hat mir sehr geholfen. Wenn irgendwas war, dann hat sie gesagt, ja, das sei das, und dann konnte ich mich wieder entspannen. Ja, ich wusste, dass ich am Seminar sowieso teilnehmen will. Und das war einfach so eine Sofortmaßnahme, weil es notwendig war, weil mein Zustand wirklich kritisch war. Eigentlich war das ursprüngliche Interesse einfach daran, nichts mehr zu essen und frei zu sein und einfach weiterzukommen. Ja, schon vor Olga wusste ich, dass habe ich schon 2 Wochen Saft getrunken, einfach keine Früchte, nur Gemüse, weil Zucker ist ja Nahrung für den Krebs. Und dann kam mit Olga einfach eine große Unterstützung dazu. Und dann mit der Atmung, als ich das begann, ging sehr viel los in mir, kam die Wärme, die Hitze, und das hat mich sehr unterstützt. Olga hat sehr viel Erfahrung gehabt mit Krebs, und sie hat mir gesagt, ja, ich müsse diese Atmung mit diesen Pausen machen, und ich müsste das 24 Stunden machen, und das brauchte sehr viel Disziplin. Und dann war ich eigentlich immer dran, das zu machen. Und hatte vielleicht 3, 4 Tage, konnte ich das wirklich durchziehen. Und da kam eben diese Wärme, und mir ging es eigentlich immer besser und besser. Und mit dem Saft zusammen, Gemüsesäfte, ja, kam es gut. Erzähl doch einfach bitte, wie die letzten 2,5 Wochen gewesen sind. Ja, ich kam da an und war noch nicht so fit. Und von Tag zu Tag ging es mir immer besser. Habe mehr Energie, mehr Farbe im Gesicht. Und da kam die Freude am Leben wieder zurück. Was zu tun, was zu bewegen. Und da ging es wieder ein bisschen runter, aber am nächsten Tag ging es wieder hoch. Ich habe die letzten Tage praktisch 1 Stunde nicht einmal geschlafen. Ja, ich finde, dass das Olga, dieses Werkzeug, was Olga gibt, finde ich, das ist wahrhaft und hilft auf allen Ebenen. Und ich merke selbst am Körper, wie das es wirkt.
wie sich alles verändert, wie diese Gefühle, die ich schon lange nicht mehr habe, wieder hochkommen. Und ich war schon an anderen Seminaren, so einen Erfolg hatte ich nie. Ja, wenn man so an Seminaren geht, dann wird einem viel gesagt und könne das und das sein, aber war nie was. Und hier habe ich richtig am Körper miterlebt, dass ich wieder in diese Freude komme und dass ich zurück bin oder neu bin für Neue. Und mit diesem Palung, das finde ich eigentlich sehr einfach. Ich habe das sofort gespürt, als Olga die Methode sagt oder darüber gesprochen habe ich da schon rumexperimentiert. Und da habe ich sofort den wahrgenommen, diese Energie, diese Kugel im Bauchnabel oder hinter dem Bauchnabel. Und sie hat darüber gesprochen, da gingen 2 Tage und dann kam eigentlich noch mehr Informationen und da habe ich schon immer ein bisschen gespielt mit dieser Kugel und habe diese Bewegung gespürt und alles. Und als Olga das erklärt hat, wie das funktioniert, da ist diese Kugel sofort, hat diesen Weg der Arbiter eingeschlagen. Und ich konnte das spüren, wie er runter durchgeht, da der Rücken hoch, da oben in den Kopf. Und dann haben wir, ist er da im Kopf, im 3. Auge, und da war er, weiß nicht, 5, 10 Minuten, da haben wir die ganze Zeit die Augen so geflattert. Und dann ging er weiter runter, da ins Herzchakra. Und da blieb er nachher ein paar Tage und der wandert immer im Körper umher. Und Olga lehrt uns ja, wie man Energie ansammelt. Und mit mehr Energie ging es einfach schneller. Man hat gespürt, wie er durch den Körper geht und bei Blockaden und Baustellen hat er das gelöst. Am nächsten Tag fühlte sich meine Schulter wie neu geschmiert oder geölt an. Und vorher hatte ich so extreme Schmerzen. Und der wandert im Körper umher und er richtet oder sucht die Baustellen und bringt die wieder zum optimalen Zustand. Ja, da würde ich schon sagen, dass es schon da ist, aber ich hatte einfach jetzt den Zugang nicht dazu. Und Olga haben mir jetzt den Zugang oder das sichtbar gemacht, wo das sein kann. Und da muss man ja selbst nachher schauen und bewegen und machen. Und dann sieht man ja sofort, ob das, ja. Es geht ja da nicht um die Vorstellung, sondern es geht ja um das, wie sagt man, nicht visualisieren. Durch diese Krankheit wurde ich eigentlich zu etwas, was ich gar nicht bin. Und jetzt bin ich gestärkt und wie neu und komme wieder zurück ins Alte. Und ich glaube, je tiefer man nachher geht und je mehr dass man dran bleibt und weitermacht, kommt dann noch Haufen Fortschritt. Ja. Und wenn man nachher gelassen ist und das Leuchten und wieder zurück ist und dann kommen ja die Leute auf einen zu und wollen wissen, ja, was da los ist und dann kann man das erzählen. Ja, ich habe jetzt sicher viel mitbekommen und das muss ich jetzt zu Hause mal verarbeiten und
werde ich das sicher versuchen, das zu praktizieren, aber braucht noch viel. Ja. Diese Methode hat es schon in sich. Aber das kommt wahrscheinlich einfach durch die Erfahrung und das Machen. Fühlt man nachher, wie das ist für mich noch ziemlich schwierig, das vorzustellen, wie aber wenn ich das nachher mal versuchen kann, dann Ja. kommt das. Dann sieht man ja, dass diese Bewegungen, wo die Energie fließt, ja, Fragen blieben keine offen, aber wahrscheinlich kommt das noch, wenn man noch zu Hause ist und ein anderes Umfeld und dann geht eigentlich die Arbeit erst richtig los. Und dann kommen halt, ja, da kommt nachher Sachen hoch und dann ist das super, wie man da gut betreut, kann man jederzeit euch anrufen und es ist immer ein offenes Ort da, kann man helfen. Es war wirklich schön, diese Unterstützung von euch auch.